Herzlich willkommen zu einem neuen Töpfervideo von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um diese schöne Etagere. Hier habe ich Untersetzer, die ihr ganz handelsüblich im Baumarkt oder im Gartenmarkt bekommt, in den Größen 23 cm, 20 cm und 16 cm Durchmesser. Das sind jeweils hier die unteren Innenmaße. Und ein Set zum Zusammenbauen nachher der einzelnen Platten, bestehend auch aus 3 Metallschienen oder Metallstäben und den entsprechenden Unterlegscheiben, eine Schraube und eine Metallunterlegscheibe. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Des Weiteren habe ich hier 3 Spültücher, die dienen mir als Trennmittel für die entsprechenden Platten. Weiterhin mein Nudelholz zum Ausrollen und natürlich den Ton. Das Wichtigste von allem. Und ich benutze hier wieder einen Ton, einen weißbrennenden Ton, der ist bis zu 1300 Grad kann der gebrannt werden, hat eine Schamottierung von 25% mit einer ganz feinen Stärke. Man merkt es schon, wenn man den so zwischen den Fingern reibt. Ganz kleine Teilchen, die sind 0 bis 1 mm groß, das heißt also sehr, sehr fein, sind aber für die Masse vollkommen ausreichend. Und dann brauche ich noch was zum Schneiden. Da habe ich jetzt so einen Schneidedraht, den bekommt ihr in diesen handelsüblichen Sets. Vielleicht kennt ihr die oder habt ihr die selber sogar. Da ist meistens ein Schneidedraht mit drin enthalten, der macht sich ganz gut. Und als erstes schneide ich mir ein Stück Ton ab, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ich wende den Ton immer von beiden Seiten, damit er schön gleichmäßig wird. Und versuche den schon in eine runde Form zu bringen beim Ausrollen. Und damit er nachher nicht ganz so dick wird, habe ich hier 2 Leisten, die haben eine Stärke von 5 mm. Dementsprechend wird die Platte nicht ganz so dick. Wenn ihr die Stärke erreicht habt, das merkt ihr ganz gut, wenn ihr hier zwischen den 2 Leisten den Ton ausrollt. In dem Moment, wo noch großer Widerstand ist, ist der noch zu dick. Und wenn sich das nachher ganz leicht rollt, dann merkt ihr schon, da habt ihr die richtige Stärke erreicht. Auf das Tuch. Schups. Jetzt doch ein bisschen sehr viel geworden. Den überschüssigen Teil schneiden wir ab. Der Ton sollte auch größer sein als die untere Fläche, weil ihr hier den kleinen Rand hier noch mit berücksichtigen müsst. Dann lege ich das ganz vorsichtig rein. Und ich drücke immer von der Mitte nach außen hin. Ich schneide mir jetzt auch erstmal den überschüssigen Ton ab. Schneide ich mir den Rand zurecht. Dazu lege ich mir hier die fertige Form schon mal auf die Rinderscheibe. Zentriere die ein bisschen, damit die in etwa gleichmäßig ist. Das muss jetzt nicht zu 100% mittig sein, aber so, dass man jetzt gut den Rand hier anzeichnen kann. Außerdem arbeitet sich das auch viel, viel besser auf so einer Scheibe. Man kriegt wirklich den Rand richtig schön gleichmäßig rangedrückt.
mein Rand soll jetzt hier nicht stärker werden als 1 cm. Ich werde jetzt 1,5 daher abmessen. Anschließend schneide ich das Ganze mit dem Skalpell ab. Nicht zu tief, sonst wird das Tuch mit beschädigt. Überschüssigen Ton nehme ich jetzt ab und drücke das Ganze noch mal etwas an den Rand. Dann zentriere ich mir das Ganze noch mal, weil in die Mitte muss ein Loch. Das ist das, was viele immer vergessen, auch bei kleinen Anhängern oder dergleichen. So, das sollte die Mitte sein. Und hierfür habe ich einen alten Strohhalm, einen Plastikstrohhalm noch zur Verfügung. Damit steche ich das jetzt bis zum Boden. Und damit ich den Ton hier auch wieder rausbekomme, einmal mit einem Stäbchen noch da durchstechen, dann habe ich den Ton heuer. So, und das Ganze kann jetzt trocknen. Das mache ich jetzt mit der kleineren und mit der großen. Das war jetzt hier die mittlere Form. Das mache ich mit den anderen beiden jetzt auch. Und lasse sie etwas über Nacht antrocknen, damit die morgen schon mal den lederharten Zustand haben, und dann geht das weiter. Und aus den Resten, die ich hier übrig habe und einem kleinen Blumenausstecher, steche ich mir hier jetzt nochmal die Blüten aus. Die teile ich dann in der Mitte, sodass ich im Prinzip 3 brauchbare Hälften habe, die ich dann als Füße nutze. Die kommen dann so als Füße unter die unterste Platte und damit habt ihr auch einen schönen Abstand. Und damit die nicht ganz so doll austrocknen und morgen schön lederhart sind, wenn ich die weiter bearbeite, gehe ich einfach nur noch mal ein bisschen Folie drüber. Das reicht in aller Regel vollkommen aus. Wie gesagt, die sollen lederhart werden und morgen werden sie weiter bearbeitet. Meine 3 Teller sind jetzt schön angetrocknet, aber lassen sich noch ganz gut bearbeiten, sodass ich hier noch mit einer Glättschiene versuche, die Oberfläche und auch den unteren Teil noch mal etwas zu glätten. An der unteren Seite des großen Tellers bringe ich jetzt die kleinen Füße an. Die werden jetzt mit Schlicker angarniert, so heißt das eigentlich im Fachjargon. Dazu werde ich die Teile jetzt erstmal gleichmäßig verteilen. Die sollen ja etwa den gleichen Abstand haben. Und dann wird das Ganze angeritzt und anschließend mit Schlicker eingestrichen und dann schön festgeklebt.
überschüssige Schlicker, der jetzt ausgetreten ist, den wasche ich noch mit einem Pinsel ab und ich werde auch mit dem Schwamm nochmal über die Ränder gehen und werde die Ränder noch ein wenig glätten. Anschließend wird das Ganze noch einmal gut entstaubt. Das ist wichtig, weil die Glasur unter Umständen sonst abrollen kann. Das heißt, hier sind kleine Staubpartikel drauf enthalten und die Glasur, die dann da drüber aufgetragen wird, könnte unter Umständen wieder ablaufen und dann habt ihr eben halt diese Glasurfehler dort drin. Zum Glasieren verwende ich jetzt zum einmal eine Angobe vom Bots. Das ist eine weiße Angobe, eine weiße Glasur für den Niedrigbrand und auch eine Goldglasur. Es geht ja so langsam in die Weihnachtszeit. Da darf es ruhig ein bisschen glitzern. Die Angobe deshalb aus folgendem Grund. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, die Etagere ist von beiden Seiten natürlich einsehbar. Wenn die jetzt so in mehreren Stufen steht, dann kann man natürlich auch leicht den Boden erkennen. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn ihr die Sachen glasiert und anschließend in den Ofen stellt, muss der Boden frei bleiben, weil das Ganze pappt euch sonst an dem Boden am Ofen fest, wenn das gebrannt wird. Und dann habt ihr nicht nur einen Schaden an den Ofenplatten, sondern auch das ganze Gefäß, was sich da drauf befindet, wäre kaputt. Und dementsprechend werde ich sowohl den Boden als auch dann den Teller-Innenbereich glasieren und lediglich den Rand weiß lassen. Der wird jetzt mit einer weißen Angobe bemalt und das Ganze kommt nachher verkehrt rum in den Ofen, dass die ganzen Platten so eingelegt werden. Und los geht's! Und als erstes muss ich mir natürlich die Angobe noch etwas aufrühren. Die ist etwas fest geworden. Dazu habe ich hier so ein chinesisches Stäbchen. Damit lässt sich das ganz gut aufrühren. Wenn hier etwas drüber läuft über den Rand, ist das völlig untragisch. Das lässt sich ganz leicht wieder entfernen. Ihr könnt das aber auch unbedenklich dran lassen, weil das ist die Angobe. Da passiert gar nichts, wenn noch eine Glasur aufgetragen wird. Und da ich sowieso eine weiße Glasur verwende, sieht man das nachher auch gar nicht. So, und das mache ich jetzt mit den anderen beiden Tellern auch. Und dann geht es weiter mit der Glasur. So, jetzt als nächstes ist die weiße Glasur an der Reihe. Die rühre ich mir jetzt auch wieder schön auf, bis sie eine schöne cremige Konsistenz hat. Und hierzu nutze ich einen ganz handelsüblichen Eislöffel. Die machen sich ganz gut dafür.
neu beim Töpfern ist oder überhaupt zum ersten Mal mit Streichglasuren arbeitet, der wird sich jetzt sicherlich fragen, das sieht ja chaotisch hier aus. Hier sind lauter Pinselstriche zu erkennen, das ist richtig. Ich halte es mal in die Kamera. Das Ganze verbrennt aber nachher sozusagen, das heißt im Ofen nachher ab 1000 Grad fängt die Glasur an zu schmelzen, die wird flüssig wie Lava, überzieht den gesamten Teller, also nur nicht den Rand, den hatte ich ja mit Angobe eingestrichen. Und wenn das flüssig wird, dann erhält das auch diese Glasschicht, deshalb Glasur. Das wird also wie gesagt sehr flüssig, wie heiße Lava muss man sich das vorstellen, und in dem Moment, wenn das Ganze nachher im Ofen wieder abkühlt, dann erstarrt das wieder und es hat aber eine schöne glatte Oberfläche. Das Ganze dauert gute 24 Stunden, bis der Brand vorbei ist. Ich lasse es dann immer noch mal abkühlen, sodass ich gut auf 30 Stunden komme, bis ich dann das gute Stück auch wieder aus dem Ofen nehmen kann. So, die Oberflächen sind glasiert, jetzt kommt die Unterseite dran. Ich lege mir hier zur Sicherheit noch ein Stück Schaumstoff auf meine Rinderscheibe, damit die Farbe jetzt hier nicht so abplatzt. Angobe. Und jetzt streiche ich das gesamte untere Teil jetzt hier mit der Glasur ein. Auch wieder zweimal wie gewohnt. Meine 3 Teller, die sind jetzt gut glasiert. Was jetzt allerdings noch fehlt, und das gilt eigentlich für alle Sachen, die ein Loch haben, also wenn ihr kleine Anhänger bastelt oder wenn ihr irgendwelche anderen Sachen ausstecht, ist es wichtig, hier, dort immer die eventuell reingelaufene Glasur nochmal zu entfernen. Das kann man dann auch noch mit diesem Basteldraht machen. Das ist so ein Flanell ummantelter Spielzeugdraht, also da kann man irgendwelche Sachen mit basteln. Und ich nutze das immer noch mal, um diese kleinen Löcher zu säubern, damit die Glasur, die sich da drin befindet, jetzt nicht noch das ganze Loch verstopft, weil das braucht man nachher noch zum Zusammenbauen. So ihr Lieben, der Brand ist fertig und meine Teller für die Etagere sind toll geworden. So sehen sie aus. Ich halte jetzt mal ein bisschen Licht an die Kamera. Ist richtig schön verlaufen, so wie ich es wollte. Der obere Rand, das sieht man also überhaupt nicht. Das ist die Angobe. Ich habe es jetzt von beiden Seiten glasiert. Ich finde, das Ergebnis ist gut geworden. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze zusammengebaut aussieht. So sieht das Ganze jetzt fertig zusammengeschraubt aus. Ich denke mal, das kann sich gut sehen lassen und ist ein absoluter Hingucker in der Weihnachtszeit auf dem Kaffeetisch. Da kommen schöne, viele Süßigkeiten, Plätzchen und alles, was man sich nur so denken kann in der Weihnachtszeit, natürlich rauf. Und ich freue mich ganz besonders und ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß daran und werdet euch auch so eine schöne Etagere töpfern.